Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Honiggourami vor, der auch Honigfadenfisch genannt wird. Er ist ein beliebter Aquariumfisch, ist in vielen Aquariumgeschäften zu finden und soll in Deutschland Anfang der 60er Jahre eingeführt worden sein. Er gilt als ein für Anfänger geeigneter Fisch. Der wissenschaftliche Name für den Honiggourami lautete bisher Colisa chuna. Er wird aber neuerdings der Gattung Trichogaster zugeordnet, weswegen er jetzt als Trichogaster chuna geführt wird. Er zählt zu den Labyrinthfischen, hat also ein Labyrinthorgan, mit dem er Sauerstoff aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Das ermöglicht ihm das Überleben in warmen und sauerstoffarmen Gewässern. Er stammt aus dem nordöstlichen Indien und aus Bangladesch und soll dort zum Beispiel in den Mündungsgebieten größerer Flüsse wie dem Ganges und dem Brahmaputra vorkommen. Er soll dort in eher ruhigen Gewässern wie zum Beispiel Sümpfen, verkrauteten Tümpeln und überfluteten Reisfeldern leben. In seinem Verbreitungsgebiet herrscht vorwiegend tropisches Klima, das heißt die Temperaturen liegen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Der Honiggourami wird bis zu 5 cm groß und was ihr hier im Video seht, ist die goldene Zuchtform. Die Grundfarbe der Wildform ist außerhalb der Laichzeit ockerbraun. Der Körper ist an der Seite in Längsrichtung von einem braunen Band durchzogen, das je nach Stimmung mehr oder weniger ausgeprägt ist. In der Laichzeit bildet sich beim Männchen ein gelber Streifen oben auf der Rückenflosse, der Körper wird braunrot bis orangerot und Kopf-, Kehl- und Brustbereich färben sich schwarz. Die Weibchen sollen etwas größer werden als die Männchen. Bei guter Haltung sollen die Honiggouramis im Aquarium bis zu 4 Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Honiggourami ein beliebter Aquariumfisch, da er als pflegeleicht und bei den Wasserwerten als relativ tolerant gilt. Außerdem fällt er durch seine ausgeprägte Brutpflege und sein schönes Aussehen auf. Neben der Naturform gibt es wie gesagt noch die hier gezeigte goldene Zuchtvariante. Die Naturform soll meistens aus Bangladesch importiert werden. Der Honiggourami baut Schaumnester, in denen der Laich abgelegt wird, und er betreibt Brutpflege. Er bildet in dieser Zeit ein Revier, was heftig verteidigt wird. Die Nachzucht soll im Aquarium relativ einfach sein und auch ohne große unterstützende Maßnahmen gelingen. Die Paarungsbereitschaft soll durch eine kurzfristige Erhöhung der Wassertemperatur gesteigert werden können, da die Laichzeit in der Natur auch in die heißere Jahreszeit fällt. Der Bau des Schaumnestes kann zum Beispiel mit Schwimmpflanzen unterstützt werden. Da der Honiggourami wie gesagt aus tropischem Klima stammt, verträgt er auch wärmere Temperaturen. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 und der GH sollte zwischen 5 und 15 liegen. Honiggouramis leben in der Natur zwar in größeren Verbänden, sollten aber wegen ihres ausgeprägten Revierverhaltens, das sie während der Laichzeit zeigen, im Aquarium nur paarweise gehalten werden. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 60 cm Kantenlänge angegeben. Möchte man 2 Pärchen halten, wird eine Mindestgröße von 100 cm Kantenlänge empfohlen. Im Becken sollte es dicht bepflanzte Bereiche geben, in denen sich zum Beispiel das Weibchen zurückziehen kann, wenn das Männchen beginnt, ein Revier zu bilden. Eine klare Strukturierung des Beckens, zum Beispiel mit Wurzeln und Steinen, kann die Abgrenzung der Reviere erleichtern. Pflanzen, deren Triebe die Wasseroberfläche erreichen, und Schwimmpflanzen unterstützen den Honiggourami beim Bau des Schaumnestes. Trotzdem sollte ein großer Teil der Wasseroberfläche frei bleiben, damit der Honiggourami ohne Probleme Luft aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht dazu neigen, an den Fäden des Honiggouramis zu zupfen. So gelten zum Beispiel Sumatra-Barben als ungeeignete Beifische. Mit kleinen, ruhigen Schwarmfischen soll sich der Honiggourami gut vertragen. Beim Futter soll der Honiggourami wenig wählerisch sein. In der Natur soll er hauptsächlich Insekten fressen, die ins Wasser fallen. Im Aquarium soll er alle Arten von Trockenfutter annehmen, soll sich aber auch über Frost- und Lebenfutter freuen. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese schönen Tiere ein bisschen näher bringen.
Falls du dir ein paar Honigguramis für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter, Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!